damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Und ja, es ist mal wieder soweit. Es ist ein 3 vs 2 und ich hatte das Video eigentlich gestern schon fertig, aber wer meinen Community-Beitrag gelesen hatte, weiß da Bescheid. Mein Mikrofonkabel ist nämlich kaputt gemacht worden über die Nacht von Sonntag auf Montag. Und ja, somit war dann gestern die komplette Aufnahme mit 45 Minuten beziehungsweise fast 50 Minuten vollkommen im Äs drin, also richtig schön im Äs, konnte ich schön in den Mülleimer dreschen. Das hat mich richtig gefreut, das könnt ihr euch gar nicht glauben. Und ja, jetzt habe ich mir ein neues Mikrofonkabel gekauft. Ich hoffe, das geht jetzt so gut wie das alte. Es ist vor allem ganz und nicht mehr so kurz, also... Ach ja, ich habe mir jetzt auch, wen es interessiert, so eine Schutzummantelung für das Kabel gekauft, dass falls dann nochmal die kleinen Zähnchen von den Katzen da rumknabbern wollen, dass das nicht nochmal passiert, dass sie da die ganze Isolierung und die Kabel und so weiter anknabbern, ne? Die kleinen Racker, die... So, jetzt kommen wir aber erstmal zu dem KI-Kampf hier. Und zwar heute mit einem kleinen Special quasi, denn ich will endlich mal die Burgen vom König Ludwig fertig haben und deswegen kämpft er heute mit seiner Burg 1 und der Safar mit seiner Burg 4. 4 ist es, glaube ich. Und ja, ne, gegen Richard Löwenherz, Schwein und der Ratte. Ne? Ratte mal in Blau. Ich weiß nicht, ob das so eine Prime-Farbe ist, aber ist ja auch egal. Ne? Gut, dann würde ich sagen, ich schnack nicht länger. Wir spielen mit 4000 Jolt auf Dogfight, einer Karte von Crusader Pilaf. Das war die, ja, erzähle ich euch innen drin, ne? Ich will jetzt nicht so viel rumlabern hier. Deswegen sehen wir uns in-game wieder. So, also die Karte ist von Crusader Pilaf. Und ja, ist das so eine 3 vs 2 Karte, ist mit die beste Karte, die ich für so eine Aufstellung runtergeladen habe, beziehungsweise die man nehmen kann. Ich hatte zwar auch noch so eine andere im Kopf, nämlich die Karte vom Denos hier, also die 3 vs 3 Karte, aber dass ich halt bei einem einfach den Bergfried halt weglasse. Das Problem bei der Karte ist, an der Position, wo der König Ludwig stehen soll, passt er nicht drauf. Da ist er zu groß oder die... Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe ja noch gar nicht geguckt, ob der liebe Denos hier... Ich lasse mal die Kamera so ein bisschen auf dem Safar, weil... zumindest auf den Team. Ob der da schon ein Update rausgebracht hat, da muss ich mal nochmal reinschauen. Wo gehen denn die Sorties hier hin? Ach, wahrscheinlich auf die Mange, ne? Ja, alles klar. Oder? Hä? Nee, das... Okay, komisch. Ja, und deswegen weiß ich jetzt nicht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Karte hier zu nehmen. Weil hier auf jeden Fall... Ich habe davor getestet, ne? Weil... Ich will ja da auch keine Bugs drin haben, so wie das eine Mal. Und genau, und da passen die halt beide perfekt hin, er auch. Bei der Karte vom Denos, zumindest bei der Version, die ich jetzt noch habe, kann er seinen Marktplatz und hier hinten das hier nicht bauen, da sind die zu nah dran. Und das hier ist zu nah an der Grenze quasi dran. Deswegen, ja, hier Störkatapulte kommen schon ganz gut an. Hier kommen jetzt Raids, glaube ich, von der Ratte. Und hier der erste Angriff vom Richard Löwenherz, der ja auf den König Ludwig geht mit reinen Pikinieren. Eieiei, das könnte hier schon, wie viele Truppen hatten er? 94. Gut, es sind nur Pikiniere, das ist der Vorteil. Oder der Nachteil, wenn man es jetzt vom Richard Löwenherz aussieht. Da hatte ich ihn doch.
Da kämpft er, ja, aber er sollte das überleben. Sind zum Glück nur Pikiniere und deswegen macht das nicht so viel aus. Wie ein Kartenhaus. So, Safar, Schwein ist natürlich so ein Wackelkandidat, dadurch ja mit seiner Target Choice Gold sehr variieren kann. Und deswegen ist das hier so ein kleiner, Wackelkandidat, sage ich mal, oder maybe Scheiß, sage ich immer. Aber ja, na, warum musste ich denn jetzt nicht langsam mal die Schratte hier angreifen? Ja, was weiß ich. Also auf jeden Fall, ja, genau, ne? Wir gucken jetzt erstmal hier die Burg vom König Ludwig an, aber ich denke, hier fehlt noch was. Ja, hier fehlt noch ein Turm. Hier greift gerade der Safar an. Was ist denn hier mit der Ratte los? Oder verheizt sie die ganze Zeit? Ich glaube, die verheizt die ganze Zeit ihre Raid-Truppen, oder? Deswegen greift die nicht an. Oder was sind denn das jetzt hier für Truppen? Ich glaube, die verheizt die ganze Zeit Raid-Truppen. Auf jeden Fall ist es die gleiche Burg vom Crusader Pilaf und auch die AIC vom Crusader Pilaf, aber wahrscheinlich, sammeln die hier entweder sehr langsam Truppen, aber ich glaube, das ist, denke ich, so, weil die ja den Fokus auf Raids liegen hat und nicht auf jetzt ist mein erster Leiterträger da. Ja gut, alles da. Na gut, wir schauen hier die Burg vom König Ludwig an. Es ist die allererste Burg, also ist jetzt ja nichts Besonderes. Ne? Ich habe jetzt hier nicht irgendwie irgendwelche Späße mir einfallen lassen, in der Front zum Beispiel, aber wir gucken sie trotzdem mal an, einfach zur Vollständigkeit halber. Sie hat auf jeden Fall 3 große Türme mit 3 Ballisten in der Front, ein großes frontales Torhaus mit Zugbrücke. Die Türme, der hier ist vollständig ummauert, der hier nicht. Der hier ist nur hinten ummauert, genauso wie der. Ich habe hier wieder so ein bisschen mit niedrigem Wall gearbeitet, wie man hier sieht. Und auch so einen kleinen Aufgang hier zu dem Turm. Fand ich ganz hübsch. Mensch, Deutsch. Jetzt verlass mich nicht. Ja, hier die Arme. Er greift an. Richard Löwenherz. Ich schnack nur noch schnell zu Ende. Und dann gehen wir auf den Angriff von Richard Löwenherz. Die Arme hier links und rechts. Sind jetzt auch nicht so besonders. Ne? Die haben hier beide jeweils niedrigen Wall. Aber jetzt keine Türme. Noch ein paar kleine Türme ringsrum mit ein paar Armbrustschützen. Und ja, 3 Waffenkammern. Ganz viel Waffenproduktion in der drinne. Und ja. Oh, hier sieht man gleich mal ein bisschen das Verteidigungspotenzial von Safars Burg 4. Ne? Und hier kommt der Richard Löwenherz, nicht König Ludwig. Ach Gott. So, der Turm geht hier, der Rambock geht hier auf den Tower 1 hier unten und jetzt ist hier der Rambock an dem Torhaus hier. Auf den Safar gehe ich gleich nochmal ein, gehen hier mal noch ein Stück höher. Ja, okay. Ich frage mich nicht. Aber Ratte ist ja so eine Raid-KI, glaube ich, wie der Skorpion, nur mit Lanzenträgern. Aber ja, so ist es nun mal. Na, hier der König Ludwig muss wieder Angriffe tanken. Richard, habe ich gerade Richard Ludwig gesagt? Oder König Ludwig? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind es hauptsächlich Pikiniere, dadurch er ja hier auch Buddelpikiniere ausbildet, der Richard Löwenherz. Aber die Burg vom Safar schießt hier noch mit drauf.
Das ist natürlich sehr hilfreich für den König Ludwig. Hier vorne wird schon ganz gut geknabbert. Ich weiß gar nicht, der sieht hier vorne so mager besetzt aus. Ich weiß gar nicht, ob das hier schon alle Verteidiger sind, die er hat. Gehen ja mal ein Stück hoch, weil viel machen tun die jetzt auch nicht mehr. Die Schlingel. Die Angreifer vom Richard Löwenherz. Ah, guckt an! Er hat uns doch noch nicht verlassen. Gut, er sammelt wahrscheinlich einfach Ewigkeiten seine Angriffe. Und ballert nur, geil, ballert nur seine Raid-Truppen raus. Hallo! Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Desktop, bitte beruhige dich. Ich will dich nicht im Hintergrund sehen. Geht natürlich auf den Safar. Gut. Ach Gott, das ist ganz schön anstrengend hier. So, der erste Angriff vom Richard Löwenherr. Ach Mensch, vom König Ludwig. Und der geht natürlich auf die Ratte, weil das ja hier die closest Position ist. Und ja, ich will ja eigentlich euch mal die Burg 4 zeigen vom Safar, aber gucken jetzt erstmal hier noch fix den Angriff vom König Ludwig an. Passiert hier unten irgendwas? Nö. Okay. Dann gehen wir hier hoch. Zu der Action. Action? Eine Nachricht der Ratte. Tja, es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern. Ah, weiß ich nicht, ob das schon reicht. Ich weiß auch gar nicht, ob er hier schon alle positiven Angstfaktorgebäude reingebaut hat. Ratte hat natürlich auch den Vorteil, dass sie ein paar Schwertkämpfer hat, aber ich glaube, das könnte hier schon ausreichen. Da hinten steht er. Eine Ja. Nachricht der Ratte. Bitte, nein, bitte, es tut mir nicht weh. Bitte nicht. Das hat schon ausgereicht. Ja, genau. Na? Eine Nachricht vom König Ludwig. Ich habe für mich und mein Volk den Sieg errungen. Nicht böse sein oder nicht wundern, ne? Die finalen Sprechtexte werde ich noch ändern. Wer meine Liste gesehen hat, der weiß ja, was ich vorhab. Ne? Genau. Ansonsten verlinke ich die euch auch nochmal unten in die Kommentare oder in den ersten angepinnten Kommentar. Und ja, genau, da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, das Video nochmal anschauen. Gut, dann gehen wir jetzt endlich mal auf die Burg vom Safar ein. Gehen wir hier mal mit der Geschwindigkeit weit runter. Ich habe mir, ja, mal wieder was Neues einfallen lassen, dass man den Doppelring quasi ein wenig aufgebrochen bekommt quasi. Und jetzt greift gerade Safar an und das Schwein kommt. Aber ja, das ist ja gar nicht mal so schlimm. Da kann ich hier auch ein bisschen, da könnt ihr auch ein bisschen den Angriff verfolgen. Hier kommen Sortis raus. Auf jeden Fall hat er 3 große Türme mit 3 Mangen in der Front. Ist, glaube ich, die stärkste Verteidigung in der Front, weil die 2 Türme hier sehr nah beieinander stehen. Und ja, ne, hat hier so gewisse Wege. Ich habe das so versucht, ein bisschen abzukapseln, so einzelne Teilburgen zu bauen quasi. Also hier ist einmal so ein kleines Teilstück, dann hier die Hauptburg und hier das große Wirtschaftszweig, sage ich jetzt einfach mal. Das Schwein geht hier auf den Richard oder irgendwie kann sich's nicht so richtig entscheiden. Ach Mensch, nicht auf den Richard. Mensch, Junge, Max, jetzt laber doch nicht so ein Müll. Der geht auf den König Ludwig. Ach Mensch. Ja, hat hier auf jeden Fall so ein Doppelring, wie man sieht. Hier vorne, aber trotzdem den Zugang mit den kleinen Torhäusern. So wie hier an der Seite. Dass der da so ein bisschen, ja, trotzdem Schwachstellen hat. Er hat natürlich hier, wie auch sonst, ne, weil er geht ja mehr auf die Brutalität der Verteidigung, hier
Feuergasse, ne? Hier ist auch ein Feuerwerfer, der ganz schön angeknackst ist übrigens. Und ja, ne? Was ganz cool ist oder was ich selber sehr interessant finde, ist hier dieser kleine Vorsprung mit der Treppe drin. Und ich bin bloß gerade ein bisschen überrascht, wie die hier gebaut ist. Ne, ist richtig gebaut, ja. Ist nämlich nur niedriger Wall hier vorne. Und deswegen auch nur 2 Treppenstufen. Ja. Genau, ne? Das ist eigentlich Burg 4. Hier hinten mal mit einem großen Torhaus. Sonst hat er ja bei kaum einer Burg ein großes Torhaus, sondern fast bei jeder Burg nur kleine Torhäuser. Und deswegen, hier da drüben war der Durchbruch, aber ja, König Ludwig ist hier zu Hause und deswegen keine Gefahr. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet, was ihr von der Burg haltet. Ist wieder kleiner als die letzte Burg, also Burg 3. Ist demzufolge auch wirtschaftlich schwächer, hat weniger Bäckereien und weniger Brauereien. Hat zwar genauso viel Schenken, vielleicht werde ich bei Burg 3 vom letzten Part mal noch eine Schenke hinzufügen, dass man da nochmal ein bisschen ja, den Unterschied, den wirtschaftlichen Unterschied halt sieht. Und Schwein geht hier wieder auf den König Ludwig und der Richard kommt gleichzeitig raus. Okay. Also gutes Timing für König Ludwig mit seinem Angriff, aber auch gutes Timing mit dem Angriff von dem lieben Richard. Die Angriffsarmbrustschützen schießen natürlich noch ein wenig hier auf die Angreifer drauf und die, zumindest eine Mangel, schießt auf die Angreifer vom Richard. Er wirft hier auch ein paar, was sind denn das, Sorties? Ja, das sind glaube ich Sorties gewesen. Der vom Safar. Oh. Hier los? Das ist nicht gut. Gehen ja mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Und es könnte jetzt für beide gefährlich sein. Wohl fürs Schwein wahrscheinlich ein bisschen mehr gefährlicher, weil ja die positiven Angstfaktor-Schwertkämpfer extremen Vorteil haben gegen die negativen Angstfaktor-Truppen. Hier ist jetzt der Durchbruch, aber er kriegt es, glaube ich, noch gerettet oder noch ja, geschafft quasi. Und er fällt, ja. Nein! Schenk Dem Schwein das Leben. Bitte! Eine Nachricht vom König Ludwig. Ich habe für mich und mein Volk den Sieg errungen. Ja, da hat er sich jetzt hier schon 2 Kills gesichert, der gute König Ludwig. Und hat auch hier noch ein paar Angriffstruppen über, die zwar ein bisschen angeknackst sind, aber ja, naja, gut. Sei es drum. Safar müsste bald mal wieder angreifen. Der hat, glaube ich, erst seinen 2. oder 3. Angriff hinter sich gebracht. Also ist jetzt gar nicht mal so aktiv, wie ich das eigentlich dachte. Aber naja, naja. Ich werde dann trotzdem mal versuchen oder mal probieren, den Richard hier auf die Position zu stellen und die Ratte hier hinten hin, damit die Ratte nicht gleich fällt und sie ein bisschen länger lebt. Ist dann, glaube ich, noch ein bisschen interessanter zu sehen, wie dann hier der König Ludwig in direkter Benachbarschaft mit dem Richard klarkommt. Ich meine, er hat ja jetzt hier nur eine Mange, beziehungsweise zumindest bei der, ne, 2 Mangen und 2 Verlisten, zumindest bei der Burg. Und deswegen, ja, schauen wir einfach mal, ob vielleicht die Ratte dann ein wenig länger lebt. Sie ist ja auch eigentlich nur für die Raids zuständig, ne? Also den Early-Druck und ja, ansonsten hat die ja nicht so eine große Aufgabe. Die Angriffe dürften ja jedes Mal auf den Safar gehen, denn die geht ja immer auf Balanced und Safar ist ja eigentlich wegen seinen
nicht sehr guten Truppen, zumindest im Verhältnis zum König Ludwig, immer das schwächere Glied in der Konstellation hier. Jetzt kommt Zafar raus. König Ludwig lässt sich noch ein wenig Zeit. Wie viele Truppen hatten er? Etwas mehr als 280 hatte er gehabt. Hier die defensiven Raid-Ritter vom Richard machen hier schon ganz gut Arbeit mit den Ramböcken. Sollte, denke ich, jetzt nicht allzu viel passieren, weil Richard zu Hause ist. Aber König Ludwig sticht sofort hinterher. Und wenn hier... Oh, Richard kommt jetzt raus, macht also den Bergfried frei. Und macht die Blutgräfin hier. Wir sind... Hä? Warum sind denn die Truppen hier angeschlagen? Das weiß ich jetzt nicht ganz so. Wahrscheinlich sind die durch ihr eigenes Feuer gelaufen oder so. Ich weiß gerade gar nicht. Ja, ein paar Schwertkämpfer kommen jetzt noch hier durch. Es ist noch kein Durchbruch da. Hier wird nochmal Feuer ausgeschüttet. Hier unten dürfte eigentlich nicht viel passieren. Die Angriffe oder die Angriffsarmee vom Richard hat sich quasi in Luft aufgelöst. Ja, der Richard hat hier sich trotzdem mit seinem Ausrücken nochmal die Haut, denke ich, gerettet. Weil er dadurch einfach ein bisschen oder ein paar Angreifer vom König Ludwig rausnehmen konnte. Und somit nochmal überlebt hat. Aber der Druck steigt stetig. Und deswegen gehen wir jetzt auch hier ein bisschen höher. Alter, das Gold, was der angesammelt hat. Über 9000 Gold hatte der angesammelt. Angriff vom Zafar läuft immer noch. Ach, wegen der Balliste hier, oder? Rennen hier noch irgendwo andere? Oder anders? Truppen rum? Nee. Hallo, ist doch gut. Zieh dich doch zurück. Och, nee. 15.000. Zum Glück geht der Richard nicht auf den Zafar, sondern auf den König Ludwig. Und liegt es jetzt ernsthaft an der einen Balliste oder rennt hier noch irgendwo Angriffstruppen rum? Nee, ich glaube, das liegt nur an der einen Balliste. Geil. Und die stirbt auch nicht, weil hier der... Jetzt kann sie sterben. Oder? Na, kill doch die Balliste mal bitte. Oh, hier kommt gerade... Oh. Eieiei. Der König Ludwig hat gerade seine ganzen Baumeister hier in die Pikeniere reingeschickt. Jetzt hat er es mal hingekriegt. Schön. 24.000 Gold. Alter Falter. Ach du Scheiße. Dem Turm hier, wie geht's denn dem? Hallo, ich will den Turm sehen. Oh, dem geht's gar nicht gut. Ha. Oha, oha, oha. Natürlich auch wieder Gott-Timing für den König Ludwig hier, aber auch nicht schlechtes Timing. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Oh. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch Ziehen verstecken sie sich muss zurück? ich nicht. Nee, kämpfen weiter. Weil hier, glaube ich, Durchbruch war, ne? Ja, da war der Durchbruch. Okay. Gut. Ja, der Richard hat hier ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, ne? Das war's auf jeden Fall mit dem Richard. Alter, die ganze Panzerstaffel hier. Oh, das ging schnell. So wurde ich besiegt. Und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. Ja. Ludwig hat hier echt Eine Nachricht vom König Ludwig. Ich habe für mich und mein Volk den Sieg errungen. Ja, haben wir dreimal die etwas oder die nicht so schöne Sprachnachricht vom König Ludwig gehört. Gut, ja, 3 Kills geholt. Ach du Scheiße, auch ein Gold hat er hier angesammelt. Das ist ja schon heftig. Und obwohl hier Zafar mit negativen Angstfaktor arbeitet, ist er nicht so glimpflich davon gekommen. Na?
hat auch hier gerade mal 2000 Gold weniger erwirtschaften können als der Richard Löwenherz. Safar mit den meisten zerstörten Gebäuden, okay. 2381 Waffen. Ach du Kacke. 85 der Safar, ja gut. Nein, jetzt, ach Mann. Jetzt habe ich auf den falschen Pfeil gedrückt. Aber nicht so schlimm. Ich gucke mal ganz kurz, ob das hier geht. Und dann gehen wir wieder rein und schauen mal, wie das jetzt wird. Ich hoffe, der Richard Löwenherz kann sich hier voll ausbauen. Denn der Platz hier ist ja ein bisschen enger als hier oben quasi. Aber ich denke es schon, ne? Der ist ja jetzt nur eine Stufe 3 KI. Und deswegen denke ich jetzt nicht, dass er so große Probleme haben sollte. Aber man weiß ja nie. Ich hoffe, er kriegt alles gebaut. Mit einer anderen Burg auf jeden Fall. Nur. Aber wenn dann das Video quasi durch ist, dann kann ich endlich dem König Ludwig seine eigenen 8 Burgen geben und dann kann er selber entscheiden, welche Burg er denn gerne bauen möchte und welche nicht. Dann seht ihr auch immer vielleicht jedes Video oder jedes Spiel halt quasi eine andere Burg und dann ist es nicht so eintönig. Na, wir gehen hier am Anfang wieder ein bisschen hoch mit der Geschwindigkeit. Ups, da habe ich den falschen Dursti geträgt. Ratte mit derselben Burg. Okay. Schwein mit einer anderen Burg, denn jetzt stehen die 3 Türme hier an der Front. Vorher stand hier einer hinten in der Burg und somit kann er auch ein wenig mehr Druck. Eieiei. Hier sieht es gar nicht gut aus. Aber das war wahrscheinlich der allererste Angriff vom Richard Löwenherz. Ja, gut. Richard Löwenherz, König Ludwig, König Ludwig steht hier mehr unter Druck als im letzten Kampf. Und das Schwein kann jetzt vielleicht hier ein wenig mehr Druck auf den Safar ausüben. Safar geht natürlich auf die Ratte, weil sie ja Safar, oder? Nee. Safar hat ja auch Target Choice Gold. Und deswegen geht er jetzt hier aufs Schwein. Ja gut. Mit einer noch relativ uninteressanten Angriffsarmee. Aber vielleicht demnächst. Der Turm ist hier immer noch kaputt. Ich weiß gar nicht, ob KIs solche Türme... Ja doch, reparieren sie. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Beziehungsweise setzen die neu. Ja, genau. Ja, Safar braucht hier ein bisschen länger als König Ludwig, da er ja auch ein Bildintervall von 2 hat. Und er ja ein Bildintervall von 1. Ja, er baut halt einfach seine Burg ein bisschen schneller auf. Und ja, ich würde allgemein den König Ludwig nicht Rush sicher machen, damit nicht jede KI... Oder vielleicht mache ich noch eine einzige Burg, also eine von 8 Burgen. Ach Gott, Deutsch? Also manchmal frage ich mich echt, was ich hier von mir gebe. Ich muss hier... Ach du Scheiße, Mensch. Jetzt mach mal hier ein bisschen die Geschwindigkeit runter. Jetzt hier der Durchbruch. Was wollte ich sagen? Ja, eine Burg vielleicht rush-sicher gegen den Skorpion oder gegen andere rushende KIs, die auf einen sehr, sehr early Angriff setzen quasi. Und ja, er hat ja glücklicherweise das Torhaus relativ fix nachsetzen können. Aber das fällt, glaube ich, gleich wieder. Aber er ist, denke ich, zu Hause. Hat seine ganzen Bogenschützen, Armbrustschützen hier unten oder hier oben auf den Keep, beziehungsweise hier unten. Fragt mich bitte nicht, warum da manche Fernkämpfer unten stehen. Manche stehen oben auf dem
Keep. Ich meine, die können ja ineinander stehen, so ist es ja nicht, aber scheinbar möchte das Spiel nicht, die KI nicht. Ja, genau. Und was wollte ich sagen? Ja, also vielleicht werde ich die Burg, weiß ich nicht, Burg 5 oder so, Burg 3 oder vielleicht auch die hier, das werde ich dann früher oder später entscheiden, nochmal rush-sicher machen, also hier so eine Pause quasi einbauen, damit er halt erst seine Sorti-Schwertkämpfer halt ausbilden kann. Beziehungsweise braucht er ja erst die Waffen dafür, ne? Und dass er vielleicht da sich entweder schon sehr fix die Schwertproduktion halt aufbaut oder das Gold mit in die Waffen reinsteckt, also die kauft. Und ja, jetzt kommt die Ratte irgendwie flüssiger raus. Also scheinbar war hier doch auf der Position irgendwie was verkehrt oder so. Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, warum das so war. Ja, hier die ganzen Pestkühe. Oh, Leitern legen hier an. Aber ja, kriegt sich gut verteidigt. Ja, das ist natürlich die Schwäche hier an der Burg, vor allem KIs mit Leiterträgern oder Belagerungsturm können halt hier sehr gut angreifen oder anlegen und dann hier die ganze Feuerverteidigung umgehen, um dann hier auf den Keep zu laufen. Diese Burg hat ja einen direkten Keep-Zugang. Weiß ich nicht, ob ich das noch ändern soll. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ich da noch das ein bisschen ändern soll oder so. Beziehungsweise, naja, eigentlich ist ja da nicht ganz so viel, ne? Weil da ja eigentlich, hier ist wieder Durchbruch vom Schwein. Eieiei. König Ludwig steht hier schon ordentlich unter Druck. Aber eigentlich ist ja hier vorne auch Burggraben. Und hier steht ein Haus. Also das muss natürlich auch erst weggeschossen werden. Und hier geht es wirklich Schlag auf Schlag für den König Ludwig. Der hat wirklich gar keine Verschnaufpause. Eieieiei. Der Safar müsste hier einfach mal einen der beiden hier rausnehmen, um dann den König Ludwig hier ein bisschen zu helfen. Weil, wenn das hier so weitergeht, skaliert natürlich der Richard Löwenherz immer weiter in die Höhe. Und die Angriffe werden immer schlimmer. Und er hat, glaube ich, nicht mal ansatzweise seine Angriffstruppen zusammen. Jetzt kommt hier schon wieder die Ratte raus. Eieieiei. Und ja, hier. Er schickt zwar die meisten Truppen durch seine eigenen Pestkühe durch, aber die Leiterträger können hier ganz gut anlegen und somit ist der Zugang zum Bergfried fast immer gegeben. Wie viele Truppen haben denn die alle? Safar 180, König Ludwig bisschen mehr als 200. Eieiei, aber der steht schon sehr, 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 sehr unter Druck. Kann auch kaum hier wirtschaften. Hier fehlt ja wieder der eine Turm. Die Störkatapulte hier nerven natürlich extrem. Und wenn die Ballisten, ja gut, hier der Turm mit der Balliste fehlt halt, um die Störkatapulte hier abzuwehren. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt kann die Balliste hier wieder sich um die Störkatapulte kümmern. Aber jetzt ist auch das Tor wieder eingerissen. Ich mache hier das mal hoch. Das sieht schöner aus. Mach das hier mal aus. Und ja, da auf jeden Fall schon anders belastend als in dem vorhergehenden Match. Gut, da hatte der ja auch sehr leichtes Spiel mit der Ratte als Gegenüber. Und deswegen, ja, ist es natürlich schon ein anderer Brocken, der Richard Löwenherz, da er ja auch einfach den positiven Angstfaktor mit hat und nicht
mit seinen eigenen positiven Angstfaktor-Schwertkämpfer punkten kann. Der König Ludwig. Na, hier ist jetzt... ich weiß auch gar nicht, wann hier Safar mal wieder rauskommen will. Verliert ständig hier Truppen. Ich glaube, er wollte gerade ausrücken, oder? Kann das sein? Ne, das sind, glaube ich, Sortis hier. Eieiei, und jetzt kommt die Schlange, will ich immer sagen. Die Ratte natürlich hinterher. Aber die Angriffe sind jetzt nicht so... Ja, drin ist noch mal ein bisschen Feuer. Oh, er schickt auch... Eieiei, er schickt auch seine eigenen Truppen durch diese Feuerverteidigung. Eieiei. So, wir gehen hier mal wieder hoch. Damit es vielleicht nicht ganz so lange dauert. Jetzt kommt hier wieder Richard. Oh. Himmel! Himmel! Es geht hier echt Schlag auf Schlag. Ich sappel mir hier den Mund weg. Aber... Oh, ich muss erstmal wieder ein bisschen Luft holen. Das ist ganz schön... Wie oft die hier einfach angegriffen werden, ist einfach heftig. Was ist denn das jetzt hier? Hat sich hier die Ratte aufgehangen mit ihrem Angriff? Nee. Aber König Ludwig greift an. Aber ich weiß nicht, ob das reicht. Boah. Weiß ich nicht. Kann ich schlecht einschätzen. Er hat hier noch seine ganzen Armbrustschützen, die hier auch die Türme schon gut Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich mich. Oh, jetzt hat er seine ganze Wirtschaft abgerissen hier, der Richard Löwenherz. Und es könnte hier sein, dass sich König Ludwig hier durchschnetzelt und er fällt. Von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. Eine Nachricht vom König Ludwig. Ich habe für mich und mein Volk den Sieg errungen. Ja, somit hat sich der König Ludwig hier noch zurückkämpfen können und sich unter Beweis gestellt, dass er einfach unter so einem großen Druck trotzdem die Angriffe von so vielen KIs, beziehungsweise eigentlich 2 KIs, wenn hier Schwein auf dem König Ludwig mitgeht oder gegangen ist, dann ja, hat er auf jeden Fall trotzdem seine Krone aufbehalten und ist nicht ins Jenseits gewandert. So rum, nicht gewandert. Gewandert. Yay. Aber es Schweine kommt wieder raus. Es gute Schweine. Wie viel Jolt hat denn der König Ludwig hier? Oh, ja, er hat 2000 Jolt. Kann er hier schon wieder seine Waffenkammern, ja, sind gut. Jetzt nicht mehr so gut bestückt. Rekrutiert auf jeden Fall schon wieder gut hoch. Hat er jetzt schon wieder 260 Truppen. Trübskis. Ja, hier, das Schwein verliert natürlich leider alle Baumeister, die es wahrscheinlich dringend bräuchte, um hier ein bisschen Schaden anzurichten. Es hat natürlich die Pikeniere hier, die auf jeden Fall... Oh, guck mal hier. Der Safar greift an und wirft sich hier tapfer in den Weg vom Schwein und rettet so... Oder was heißt rettet? Ja, er hätte das ja auch alleine geschafft, aber er meint denn... Alter, was rede ich hier? Er meint, er müsste den König Ludwig hier beschützen. Und ja, wirft sich hier tapfer in den Weg. Verheizt hier seine eigene Angriffsarmee, die auf dem Weg zur... Waren die auf dem Weg zur Ratte? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, Ratte hat hier 4000 Jolt, dadurch die hier komplett in Ruhe gelassen wird. Und somit geht Safar auch auf die Ratte. Ja, ich habe eigentlich noch gar nichts über die Konstellation hier gesprochen, weil eigentlich passt König Ludwig und Safar jetzt nicht sonderlich gut zusammen. Ich habe es jetzt aber trotzdem mal
genommen, weil ich halt einfach 2 Burgen in einem Video vorstellen wollte und jetzt mit dem König Ludwig komplett fertig bin. Was ist denn das? Hier ist einfach eine Treppe. Ja, moin. Ja, genau. Und ja, na, ansonsten verabscheut, denke ich, Zafar die europäischen Herrscher quasi. Er hat jetzt, glaube ich, mal eine Ausnahme gemacht, ne? Mir zuliebe, dem eigentlichen Gott und Schöpfer. Und deswegen hat er sich jetzt mal da mit rumreißen lassen, dass er mit dem König Ludwig hier zusammenkämpft, wenn es wahrscheinlich dann wieder ja, ins Private geht oder so. Also wenn der Kampf hier zu Ende ist, dann hasst er ihn wahrscheinlich wieder komplett, ne? Also so ist er natürlich gestrickt, der gute Fratz hier. Gut, so, mal sehen, wer hier als nächstes fällt. Ich glaube, ist Schwein, wenn nicht sogar das mal Zafar hier die Ratte wegklatscht, weil Zafar mal, ja, muss natürlich die ganze Zeit die Angriffe vom Schwein geht ja öfters oder ist ja jetzt mehrfach auf den Zafar gegangen und die Angriffe von der Ratte hier tanken. Und ja, na, ich denke aber, die 2 geben auch ein gutes Team ab, aber ich denke, das Team ist einfach ein bisschen zu stark mit einer Stufe 4 und einer Stufe 3 KI. Deswegen weiß ich nicht, ne? Also ich würde ihm hier lieber eine Stufe 2 KI geben und ihm hier noch eine Stufe 3 KI. Je nachdem, was ich dann noch alles erbauen möchte oder erstellen möchte von KIs. Aber wir haben ja noch den Nordian. Beim Nordian kommt dann bald auch mal wieder ein Video, denn da gibt es ein kleines Problem. Aber das erfahrt ihr dann beim nächsten Video. Und ja, da könnt ihr dann auch ein bisschen mitbestimmen, weil ich da was geplant habe, wo ihr einfach Mitbestimmungsrecht habt, ne? Sage ich einfach so. Und genau, ne? Aber was das genau ist, das muss ich mir auch... Oh, das ging ja hier ultra schnell. Das Torhaus war ja hier ratzfatz Eine Nachricht vom Schwein. aufgemacht. Hier los. Das ist nicht gut. Oh. Guckt euch mal den Häcksler hier an. Ach du Scheiße. Also obwohl hier das Schwein die schnellen Streitkolbenkämpfer hat, macht einfach der positive Angstfaktor oder allgemein die Truppenqualität so viel aus, dass hier trotzdem die Schwertkämpfer vom König Ludwig hier einfach komplett sich durchgesetzt haben. Eieieiei. Wo ist er? Da. Hier, ist er das? Eine Nachricht vom Schwein. Nein! Schenkt dem Schwein das Leben! Bitte! 3 Schwertkämpfer haben Eine überlebt. Nachricht vom König Ludwig. Ich habe für mich und mein Volk den Sieg errungen. Mich hätte jetzt mal interessiert, wie viele Angriffstruppen das Schwein insgesamt jetzt zu Hause hatte. Weil ich glaube, der stand kurz vor dem Angriff oder so. Hatte ja ein paar Massen von Kolbis da und auch von Pikiniere. Aber da sieht man einfach mal, was einfach Angstfaktor für Unterschiede macht. Und wie hier der Schaden bei positiven Angstfaktor einfach so prozentual nach oben schießt, als wenn hier negativer Angstfaktor gebaut wird. Das war mal wieder eine schwere Geburt, der deutsche Satz. Aber naja, gut. Ihr kennt mich ja, dass ich ja manchmal ein bisschen Probleme habe, ne?
ein bisschen Problemchen mit dem deutschen Sätzen. Ja, ich meine, ich habe jetzt keine Probleme oder so, ne? Also keine Sprachbehinderung. Aber ja, ne? Wenn ich hier aufnehme oder so, dann bin ich trotzdem noch so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen anders als privat, ne? Weil im Privaten laber ich einfach nicht so viel. Hier laber ich ja die ganze Zeit euch das Ohr ab, bis irgendwann mein Mund ist schon ganz trocken und ich krieg auch langsam Halsschmerzen, weil ich hier so ultra viel laber. Aber naja gut, ne? Was tue ich nicht einfach, um euch zu unterhalten? Und das mache ich ja auch gerne, ne? Also würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr da auch ein wenig mir entgegenkommt. Im Sinne oder im Sinne? Nee. Im Wert eines Likes, eines Kommentars oder wer es noch nicht gemacht hat, gerne, wirklich sehr gerne ein Abonnement. Jetzt kommt hier erstmal Safar raus, aber ja. Die Ratte hier ist ganz gut zu Hause, sollte jetzt also vielleicht noch den Angriff hier weggesteckt bekommen. Hat die hier einen negativen Angstfaktor? Die ist... Was ist denn das? Ja, hat's noch überlebt hier. Jetzt kommen hier noch ein paar Angriffstruppen, aber jetzt... Jetzt kommt der König Ludwig. Eieieiei. Also der Safar hat hier nicht das Glück gehabt, wie im letzten Part, einfach die Kills abzustauben. Wie in dem Free for All, ne? Da hat er ja einfach den Richard Löwenherz alles machen lassen und dann den Richard Löwenherz dann alle eiskalt abgestaubt. Aber ja. Eine Nachricht der Ratte. Tja, es läuft recht gut für euch, was? Das kann sich ja auch noch ändern. Jetzt hat hier alles der König Ludwig gemacht und ich denke, das war's auch, ne? Also die Schwertkämpfermassen. Hier hinten kommen immer noch ein paar. Jetzt hat er auch seine ganze Wirtschaft abgerissen. Ja, das ist hier Ende Gelände. Ich weiß gerade gar nicht, wo die hin. Ach, hier, zu dem... Was stand? Ach, hier war ein Wirtschaftsgebäude und das hat er abgerissen, deswegen ist hier die Burg offen. Ja, gut. Ist ja auch egal, ne? Also wäre jetzt hier, die Schwertkämpfer hätten sich jetzt hier einfach an der Seite durchgefräst wie nichts anderes und der wäre so oder so gefallen. Also die Ratte kann ja gegen so eine ultra heftige Panzerkolonne nichts tun. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt... Ja doch, ein paar Schwertkämpfer werden hier sterben, aber es sind so extrem viele. So extrem viele. Ich weiß gar nicht, wo er hier steht. Es sind so viele Bogenschützen hier oben drauf. Eieiei. Oh, ich habe keine Ahnung. Eine Nachricht der Ratte. Hab nur teilweise gesehen. Bitte nicht. Alter, die Flut an hellblauen Eine Nachricht vom König Ludwig. Truppen. Ich habe für mich und mein Volk den Sieg errungen. Ja, ein, wie ich finde, doch, nicht entspannter, ein spannender Kampf. Vor allem der zweite fand ich jetzt noch ein bisschen spannender, weil einfach nicht so schnell die Ratte fort war und auch der König Ludwig und der Safar hier auch mal ein bisschen unter Druck geraten ist. Aber ja, Stufe 4 KI hat natürlich dann wieder viel rausgerissen. 2400 Truppen hat König Ludwig hier gekillt. 108.000 Gold wieder erwirtschaftet. Danach kommt es Schwein. Und diesmal mit mehr Abstand der Safar. Richard Löwenherz hat weniger Gold erwirtschaftet, da er ja auch
die ganzen Angriffe vom König Ludwig abbekommen hat. Nicht so wie beim letzten Mal, da stand er ja ganz hinten. 2725 Waffen. 25 Waffen, so rum. Diesmal hier das Schwein mit den meisten zerstörten feindlichen Gebäude. Und diesmal Alter. Ach, guckt mal, das sieht auch interessant aus hier. Gar nicht mal so weit alle hier auseinander. Ratte hier, gut, die hat auch billige Truppen, aber hier Safar. Und vor allem die beiden hier, Schwein und König Ludwig, haben hier fast gleich viele Truppen ausgebildet. Ein bisschen weniger als 80 Truppen liegen die auseinander. Richard Löwen hier jetzt am wenigsten, ne? Also schon interessant. Ja, ein verdientes 2:0 für König Ludwig und Safar. Ich gehe jetzt erstmal was trinken, denn ich habe mir jetzt so heftig meinen Mund fusselig gelabert. Also das geht gar nicht. Ich hoffe, euch hat der KI-Kampf gefallen. Lasst sehr gerne eine Bewertung da. Schreibt auch gerne einen Kommentar, was ihr von den Burgen haltet. Und allgemein eure Meinung, würde mich immer interessieren. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht noch irgendwelche anderen Vorschläge habt, was ich hier noch spielen könnte. Ihr wisst ja meine KIs, die ich bisher habe, die 4. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und tschüssi!